Hallo und herzlich willkommen hier aus der Sonne bei schönen Temperaturen, und gleichzeitig geht es natürlich darum, was nimmt man mit auf eine Reise, wenn man ein bisschen was filmen möchte und gleichzeitig auch ein bisschen vloggen möchte. Und wir betrachten dieses Video am heutigen Tage mal unter dem Aspekt, was soll ich mir kaufen? Jetzt den Pocket 2, mittlerweile von DJI, knapp ein Jahr alt, oder den nagelneuen DJI Action 2 bzw. die DJI Action 2. Was ist besser für den Urlaub? Was ist besser auf Reisen? Was lässt sich am besten handeln? Wo kann man am besten mit vloggen? Wir finden es raus in meinem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Und damit schauen wir uns erstmal die technischen Daten beider Geräte an. Zum einen kommt der Pocket 2 mit einer mechanischen 3-Achsen-Stabilisierung, ist nicht wasserfest und hat einen 1:1.7 CMOS-Sensor mit 64 Megapixeln verbaut. Die Videoauflösungen hier sind 4K UHD mit bis zu 60 FPS, 2,7K mit bis zu 60 FPS und Full HD ebenfalls mit bis zu 60 FPS. Gleichzeitig gibt es natürlich noch die Videomodi, und hier ist normales Video, HDR-Video, Zeitraffer, Motion Labs und Hyperlapse verfügbar. Sowie Zeitlupe mit 1080p und 120 FPS und 1080p mit 240 FPS. Die maximale Videobitrate beträgt 100 Mbit und die Akkulaufzeit wird bei 1080p mit ca. 24 FPS bei ca. 90 Minuten angegeben. Das ist aber variabel. Wenn du 4K machst oder 4K 60 FPS, ist das natürlich deutlich weniger. Bei der DJI Action 2 ist natürlich positiv zu erwähnen, dass sie bis zu 10 Meter wasserdicht ist, allerdings nur im ersten Modul. Das Bild wird ausschließlich durch Software stabilisiert und der Sensor ist der gleiche wie beim Pocket 2, der 1:1.7 CMOS Sensor. Die ISO-Bereiche für Foto und Video liegen zwischen 100 und 6400 und die Videoauflösung, die verfügbar sind, die fangen an bei 4K 4:3 mit bis zu 60 FPS, 4K 16:9 mit bis zu 120 FPS und das normale 4K 16:9 mit bis zu 60 FPS. 2,7K ist natürlich ebenfalls verfügbar in 4:3, in 16:9 mit 120 FPS und in 16:9 mit bis zu 60 FPS. Dann das HD-Format 16:9 1080p mit bis zu 120, 200 oder 240 FPS und nochmal in 16:9 mit bis zu 60 FPS. Dazu kommen noch die Zeitlupe mit 4K 120 FPS, 2,7K 120 FPS und 1080p dann achtfach mit 240 FPS. Die maximale Videobitrate beträgt hier 130 Mbits und die Akkulaufzeit, die ist relativ gering bei 1080p, ca. 24 FPS liegt sie hier bei 60 Minuten, aber wie gesagt in 4K ist das deutlich weniger und in meinem Test waren es immer zwischen 40 und 45 Minuten maximal. Vom Handling her sind natürlich beide wirklich unterschiedlich. Der Action 2 bzw. die Action 2 ist ohne Zubehör eigentlich relativ entspannt in der Hand zu halten, aber dann doch nicht so sicher in der Hand zu halten wie zum Beispiel jetzt der Pocket oder die Pocket. Und da hältst du natürlich dann beim Vloggen direkt drauf, hast hier einen sicheren Griff, der auch ein bisschen in die Länge geht mit dem Zubehör und bist hier einigermaßen sicher. Siehst natürlich nicht so viel aufgrund des kleinen Monitors, weil der kleine Monitor ist dann wirklich zur Ansicht relativ winzig. Was natürlich hier beim Action 2 schon wieder ein bisschen besser ist. Hier hast du einen größeren Monitor und meiner Meinung nach ist das auch ein bisschen weitwinkliger, aber hast halt nicht so die gute Vlogging-Position ohne ein extra Stativ bzw. ohne eine extra Halterung. Kann man sich natürlich hier noch zubehörmäßig kaufen. Also es gibt noch unwahrscheinlich viel Zubehör
für den Action 2. Aber jetzt erstmal in der Grundausstattung bin ich der Meinung, dass wirklich die größten Unterschiede im Handling sind. Das heißt, fürs Vloggen eher dann doch lieber hier den Pocket 2. Wiederum zum Einstecken und zum Mitnehmen ist das natürlich hier mit der Action 2 eine ganz interessante Geschichte, weil die ist kompakt. Zur Not nimmst du einfach nur den Würfel mit, machst einfach alles ab von dem Teil hier. Hier kann man das nicht, ne? Also hier kannst du den maximal kürzer machen, wenn du hier dann das Zubehör abnimmst. Dann geht es noch ein bisschen kleiner zu machen. Der muss aber in der Hülle transportiert werden, weil natürlich hier der Gimbal relativ anfällig ist und da ist er stabil verpackt. In einer Hosentasche ist es dann auch nicht so, dass dann der Gimbal vielleicht irgendwie brechen könnte oder irgendwie anders getragen wird. Das ist natürlich dann wieder ein größeres Manko, weil hier brauchst du dann wieder dein Zubehör und das ist natürlich größer in der Hosentasche als die ganze Geschichte hier kompakt und flüssig. So, jetzt können wir natürlich auch noch mal ein bisschen joggen. Ich habe zwar nur Badelatschen an, aber auf alle Fälle von der Stabilität her müsste er es uns ja zeigen, welcher sozusagen am stabilsten ist. Und da joggen wir mal eine Runde und gucken mal, wie er das Ganze dann im Bild hat. Vom Prinzip her eigentlich relativ entspannt, aber wir gucken mal. Joggen wir mal eine Runde und gucken mal, wie er das Ganze dann im Bild hat. Vom Prinzip her eigentlich relativ entspannt, aber wir gucken mal. So, jetzt sind wir natürlich mal direkt am Meer und wollen natürlich auch mal horchen, was die Mikrofone sagen. Hier vom DJI Pocket 2 und von der DJI Action 2. Denn jetzt ist natürlich richtig was los in Sachen Nebengeräusche. Zum einen das Meer und zum anderen natürlich jetzt nochmal der Wind dazu. Und mal gucken, wie es denn so aussieht, wie die das hier so abkönnen. Ja, ich bin gespannt, wie es nachher im Tonstudio klingt. Ich stelle mich mal direkt so vielleicht hinter den Wind. Das heißt, der Wind kommt jetzt direkt von hinten. Vielleicht klingt es ja dann ein bisschen besser. Jetzt mal seitlich und jetzt mal wieder von vorne. Und ich bin echt gespannt, wie die das so abkönnen. Ob die schon einfach so dann von der Elektronik her die Nebengeräusche rausfiltern oder ob sie es komplett kommen lassen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Auf alle Fälle sieht es hier im Monitor natürlich super aus mit den Bildern. Der Himmel ist blau. Ach, die Farben sind einfach schön. Ja, wir schauen mal. Das ist jetzt mal die gleiche Kameraeinstellung mit dem DJI Pocket 2 und natürlich auch der Ton. Jetzt ist gerade natürlich relativ windstill und das Meer rauscht und ich finde den Ton vom Pocket 2 wirklich fantastisch. Also da kann man echt nichts falsch machen, sofern kein Wind kommt und keine Nebengeräusche sind, macht dieser Ton wirklich Spaß und du brauchst eigentlich auch kein externes Mikrofon für den Pocket 2 und natürlich ideal geeignet zum Vloggen und für andere Geschichten. Dieses Bild kommt wie gesagt vom Pocket 2. Weitere Unterschiede natürlich die Bildqualität und hier sind wir bei maximal 4K 60 FPS und der kleine Action 2, der macht mittlerweile 4K 120 FPS für Zeitlupe, Zeitraffer und andere Möglichkeiten ideal gemacht und ja, hier bist du dann ein bisschen weniger in der Ausstattung, obwohl du preislich wirklich kaum Unterschiede hier hast. Der ist sogar noch ein bisschen günstiger als der Pocket 2 mit dem gesamten Zubehör. Aber man muss natürlich dann Unterschiede setzen, wofür man den benutzen kann, beziehungsweise hier die benutzen kann. Aber tendieren würde ich jetzt schon mal so ein bisschen mehr auf die neuere Geschichte, nämlich hier die Action 2. Steuerungsfelder hast du dann hier natürlich nur im Touchscreen. Hier gibt es keine Hardware. Mittlerweile gibt es dann immer noch beim Pocket 2 ein bisschen Hardware. Hier kannst du noch zoomen mit dem Zoom-Knopf und dem Zoom-Rädchen und gleichzeitig natürlich auch noch andere Dinge machen. Ein bisschen mehr Bedienung ist hier auf alle Fälle mit der Hand und anhand von Knöpfen möglich. Aber hier dann natürlich nicht mehr. Also hier ist wirklich dann nur noch Touchscreen und hoch und runterziehen, wie man das natürlich bei DJI kennt. Das ist kompakter, das ist kleiner und anhand der Fläche, dass du das natürlich auch hier mit dem Kopf magnetisch aufsetzen kannst, einfach irgendwie besser durchdacht. Nun ist aber die Möglichkeit hier eines zweiten Akkus auch nicht gegeben. Das heißt praktisch, hier musst du mit dem Akku klarkommen, der dir mitgeliefert wird von DJI und hier kannst du natürlich noch den Akku wechseln. Wird aber dann ein bisschen teurer, weil das Zubehör, also der Akkuwürfel, der kostet mittlerweile, glaube ich, bei DJI zwischen
60 und 80 Euro musst du dann auch extra kaufen, aber hier hast du dann sozusagen erstmal von der Akkuleistung, nehmen sie sich nicht viel. Der macht knapp eine Stunde, der macht mit dem Modul knapp eine Stunde in normalem 4K 30 FPS. Wenn wir jetzt bei 4K 60 FPS sind und 4K 120 FPS, mein Gott, dann wird es hier ein bisschen unterschiedlicher, aber so klein kariert wollte ich jetzt den Test sozusagen nicht halten. Aber definitiv auch vom Heißwerden, der wird schneller heiß als der Pocket. Das ist auch ganz wichtig, wenn man vloggt und ein bisschen Sachen machen möchte in Bezug auf das Vlogging, hat man hier eher die besten Karten, weil hier brauchst du dann wirklich schon den extra Ständer bzw. das Stativ, das hier mitgeliefert wird oder andere Dinge als Zubehör, weil in der Hand halten, längere Zeit, ich habe es mal probiert gestern Abend, da habe ich dann mal ein paar Sachen in 120 FPS gemacht und gleichzeitig auch ein bisschen in Lowlight. Ja, also der wird schneller heiß als der Pocket und die Kapazität des Akkus bei verschiedenen FPS-Zahlen, 60 FPS und, nimmt sich wirklich nicht viel. Der macht ein bisschen länger, der Pocket, als hier die Action 2. In Bezug auf Zubehör muss ich natürlich sagen, dass DJI sich bei beiden Geräten hier nicht lumpen lässt. Es gibt ohne Ende Zubehör, zum Beispiel für den Pocket 2, den kann man gleich in der kompletten Version mit sämtlichen Zubehör kaufen und da liegt er so bei rund 500 Euro. Genauen Preis blende ich euch direkt in meinem Video noch ein und verlinke den natürlich auch hier in meiner Beschreibung. Und die DJI Action 2 liegt natürlich mit dem Monitorpaket hier auch um die 500 Euro. Mit dem Akku-Bundle kriegst du es ein bisschen günstiger. Das ist, glaube ich, 100 Euro weniger. Ebenfalls blende ich euch den genauen Preis nochmal hier in meinem Video ein. Aber ich sage nur, vom Zubehör wirklich kannst du beide extrem gut verwenden. Du hast hier noch ein externes Mikrofon dabei, was du verwenden kannst. Du kriegst gleichzeitig noch ein externes kleines Stativ mitgeliefert, genau wie dieses WLAN-Modul, wo auch nochmal ein externer Mikrofonanschluss über Mini-Klinke dran ist. Hier musst du alles extra kaufen. Hier heißt es dann direkt Stativ kaufen oder Halterung kaufen oder. Das gibt es dann nochmal im Zubehörshop. Verlinke ich euch ebenfalls nochmal in meiner Beschreibung. Und ansonsten kriegst du eine ganze Menge hier direkt im Zubehör dazu und kannst das natürlich auch universell gut verwenden. Kommen wir mal zu den Lowlight-Qualitäten und beide sind natürlich in Lowlight nicht dein idealer Partner. Aufgrund der kleinen Sensoren, der kleinen Chips, die hier verbaut sind in der Kamera, da ist natürlich nicht viel los in Sachen Lowlight, wobei natürlich die DJI Action 2 sehr schnell im Dunkeln die Stabilität verliert. Währenddessen hier natürlich durch mechanische Dinge die Stabilität vom Gimbal gewährleistet ist. Das heißt, die Bildstabilität im Lowlight ist hier gegeben und deswegen ist natürlich auch der Pocket 2 in Sachen Lowlight etwas besser als hier die Action 2, denn die versagt komplett. Also da hast du nur noch Bildrauschen und teilweise unscharfe Bilder im richtigen Lowlight. Wenn es ein bisschen heller ist, dann geht es natürlich auch noch, aber das richtige Lowlight kriegst du hier mit dem kleinen Ding nicht hin. Da ist wirklich der Pocket 2 immer noch die beste Alternative in Sachen Lowlight, definitiv. Da sind wir schon mal beim Fazit hier vom Pocket 2 gegenüber der Action 2 und da gibt es natürlich eins definitiv zu sagen: Wenn ich mir jetzt einen von beiden kaufen müsste, weil ich es brauche, ja, dann würde ich mir definitiv den Action 2 kaufen, weil einfach die Verwendung viel, viel optimaler ist. Du hast den größeren Monitor, du hast die bessere Stabilität, finde ich, bei richtigem Licht, bei Lowlight natürlich nicht mehr, aber du hast auch unwahrscheinlich viele Möglichkeiten der Anwendung. Du kannst das Modul hier extra über den Magneten überall hinkleben, wo du sozusagen Metall hast. Du kannst über die verschiedenen Adapter hier natürlich Stative anschrauben. Du kannst extra Akkus hier mitnehmen. Du musst ja nicht unbedingt das Monitormodul nehmen. Du kannst ja auch direkt ein Akkumodul kaufen und das dann sozusagen abwechselnd hier, wenn die Batterie alle ist, einfach ranmachen. Natürlich wird der schneller heiß und geht auch schneller aus. Das muss man wissen, aber eine Action Cam ist natürlich dann auch irgendwo immer draußen direkt im Wind oder bei anderen Dingen und da ist das dann nicht mehr so doll mit dem Heißwerden. Das passiert nur in Innenräumen und wenn der sozusagen an einer Stelle steht, dann wird er relativ schnell heiß, was der wiederum nicht wird. Aber das ist einfach das modernere Ding und preis-leistungsmäßig ist natürlich hier von der Ausstattung her
mehr gegeben beim Pocket 2, aber du hast mehr Möglichkeiten mit der Action 2 und wenn du so überlegst, so im Dreh sind wir hier so bei 400 €, wo das Ding sozusagen anfängt und zwischen 400 und 500 € liegt der Pocket mit mehr Ausstattung. Du kriegst natürlich noch ein extra Mikrofon und andere Dinge dazu. Ich sag's ja, zum Vloggen ist der natürlich komplett besser als die Action 2. Aber wenn du jetzt auf Actionkamera und andere Aufnahmen und teilweise zum Vloggen tendierst, dann hol dir sozusagen die Action 2. Hier gibt es mehr Möglichkeiten, auch mit 4K 120 FPS, was der natürlich noch nicht hat. Das ist hier ebenfalls gegeben. Also meine Kaufentscheidung, wenn ich jetzt kaufen müsste, einen von beiden haben möchte, würde ich die DJI Pocket 2 nicht kaufen, sondern die DJI Action 2. Und damit war es das mit meinem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und ich sage Tschüss, bye bye und winke winke.